Hallo liebe Spielfreunde, heute zeige ich euch die Top 5 Sommerspiele von Ravensburger, damit ihr für euren nächsten Schwimmbadbesuch bestens gerüstet seid. Bei Dumm gelaufen dreht sich alles um die Murphy-Karten. Wer von euch Murphy nicht kennt, da geht es darum, bei Murphys Gesetz, alles was passieren kann, wird auch passieren. In unserem Fall bedeutet das, alles was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Wenn das keine Motivation ist, Leute. Bei den Murphy-Karten, ich decke mal meine in dem Fall auf, ist meine Aufgabe zum Beispiel, die Aufgabe ist erfüllt, wenn du nur gelbe Karten hast. Du brauchst mindestens 7 davon. Wenn ich 3 dieser Karten erfüllt habe, dann habe ich das Spiel gewonnen. Es sieht also bei mir gerade gar nicht schlecht aus. Zumal ich meine Karten mit Mac oder mit meinen Mitspielern die ganze Zeit tauschen kann. Aber das Spiel würde nicht so heißen, wie es heißt, wenn da nicht ein Haken wäre. Es gibt nämlich auch Karten, wie zum Beispiel die hier, zieh eine Murphy-Karte und lege deine Murphy-Karte ab. Das heißt, ich war kurz vorm Ziel und jetzt darf ich wieder komplett von vorne anfangen. Eben dumm gelaufen. Elfer Raus ist eines der bekanntesten Spiele von Ravensburger und darf somit in eurem nächsten Sommer auf keinen Fall fehlen. Ihr habt 4 verschiedene Kartenfarben mit den Zahlen 1 bis 20 und versucht von der 11 aus ober- oder unterhalb eure Karten mit der richtigen Zahlenreihenfolge anzulegen. Zum Beispiel in meinem Fall die grüne 9 auf die grüne 10. Das ist super für mich, weil jedes Mal, wenn ich eine Karte loswerde, muss ich keine 3 Strafkarten ziehen, wenn ich gar nichts machen könnte. Wer als erstes all seine Handkarten losgeworden ist, der hat das Spiel gewonnen. Wenn ich euch ein Spiel für den Sommer empfehlen kann, dann ist es That's Not a Hat. Hier dürft ihr euren Freunden, also euren Mitspielern, Geschenke verteilen. Dafür habt ihr hier Symbole und ich mache euch mal ein Beispiel. Ich kriege zum Beispiel jetzt einen Ballon. Dann muss ich meine Karte umdrehen, also den Football, drehe ich um und sehe anhand des Pfeils, dass ich das meinem rechten Freund hier schenken darf. Ich schenke dir einen Football. Daraufhin dreht er dann seine Karte um und er sieht Pfeil nach links, schenkt mir einen Kaktus. Wunderbar. Dann drehe ich diese Karte um und schenke meinem Freund einen Ballon. Der dreht seinen Apfel um, dreht wieder zurück und schenkt mir seinen Apfel. Und ihr merkt schon, jetzt geht's los. Was war jetzt nochmal hier drunter? War es der Football, der Kaktus? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich schenke ihm einen Kaktus. Jetzt wird er schon misstrauisch, weil er merkt, ich weiß es vielleicht auch nicht und deckt die Karte auf. Und je nachdem, ich habe nicht gelogen, es war der Kaktus, kriegt er einen Minuspunkt. Hätte ich ihn angelogen und er hätte mich erwischt, kriege ich den Minuspunkt. Wer zuerst 3 Minuspunkte hat, der hat verloren. Bei Level 8 müsst ihr klug und taktisch vorgehen, um zu gewinnen. Dazu sammelt ihr Pärchen, Drillinge, Kartenreihenfolgen oder Farben, um euer jeweiliges Level, was vor euch liegt, zu schaffen. Da habt ihr 8 verschiedene Stufen und ihr müsst sie nach und nach abarbeiten. In meinem Fall zum Beispiel sind das 2 Dreierpärchen. Damit würde ich meine Aufgabe erfüllen und versuche im Rest des Spiels noch meine restlichen Handkarten loszuwerden, indem ich sie entweder bei mir oder bei meinen Mitspielern anlege. Wenn mir das als erstes gelingt, dann darf ich sogar am Ende 2 Level in der Runde überspringen. Alle, die nur ihre Aufgabe schaffen, aber nicht die Handkarten loswerden, dürfen ein Level überspringen. Und wer hätte es am Ende gedacht? Der als erstes Level 8 schafft, der gewinnt das Spiel. Bei Cover Your Assets müsst ihr eure Wertgegenstände schützen, sie eurem Gegner stehlen, um so immer reicher und reicher zu werden. Dafür legt ihr von euren Handkarten eure Wertgegenstände auf euren Stapel daneben. Das gleiche machen eure Gegner auch und versuchen natürlich eure Wertgegenstände zu stehlen. Ein kleines Beispiel ist, mein Gegner greift mich jetzt mit seinem Sparschwein an. Deswegen kann ich mich verteidigen, indem ich auch ein Sparschwein habe. Ich habe aber leider keins und somit gewinnt er meinen obersten Wertgegenstandstapel. Den legt er bei sich dazu, wir ziehen neue Karten und es geht immer so weiter, bis wir alle riesige Wertgegenstände-Stapel haben und der am Ende beispielsweise das meiste Geld hat, der gewinnt das Spiel. Das waren unsere Top 5 Sommerspiele von Ravensburger und jetzt würde mich interessieren, welches Spiel hat euch denn am besten von denen gefallen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein und wenn ihr wissen wollt, was wir noch alles für Formate haben, dann klickt da mal hier hin und wenn ihr meine Top 5 Tipps von Sagaland hören wollt, dann klickt ihr euch in dieses Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.